Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin auf dem Weg direkt ins Herzen von Bangkok. Wie ihr hier sehen könnt, überall Beleuchtung und was ich toll finde, man hat hier zwar Geschwindigkeitskontrollen, auch mit Radarfallen, beziehungsweise dass Fotos gemacht wird, aber vorher wird einem nochmal die Geschwindigkeit angegeben. Man warnt also den Autofahrer, hallo, du fährst zu schnell. Und wenn du das weiterhin machst, dann musst du ein Knöllchen bezahlen. Ich bin jetzt schon seit einigen Stunden jetzt hier auf dieser Autobahn. Das ist eine 8-spurige. Die Infrastruktur ringsrum von Bangkok, ich bin ja jetzt noch nicht in Bangkok drin, das werde ich ja noch erleben, ist hervorragend, muss ich sagen. Die Straßenverhältnisse sind tipptopp. Ich bin jetzt hier auf einer Mautstraße und da gebe ich dann nur einen Tipp. Wenn eine Mautstation ankommt, die wird ja einem gezeigt, dann fahrt nicht rechts ran. Rechts ist immer für diejenigen, die einen Mikrochip im Auto haben, dann wird das automatisch abgerechnet. Mir ist das nämlich passiert, weil die Tante hier vom Navi sagte, rechts, weiter rechts und ja, und dann stand ich auf einmal so vor so einem Bütchen und Gott sei Dank hatte ich niemanden hinter mir stehen und konnte wieder rückwärts aus der Box rausfahren. Ansonsten hätte das einen Wahnsinnsaufwand gegeben, dass die ganzen Fahrzeuge hinter mir zurückfahren müssten. So, also links halten. Da sind die Plätze, wo man Cash bezahlt. Ich habe jetzt zum Beispiel von der letzten Mautstrecke so eine Chipkarte gekriegt, so eine Checkkarte, Motorway steht da drauf. Und wenn ich jetzt hier irgendwo abfahre, dann wird das dann registriert, wie viele Kilometer ich gefahren bin und danach wird dann abgerechnet. Aber es geht noch eine Stunde muss ich noch fahren bis zum Autohändler. Das heutige Programm ist also, der Autohändler zu kontaktieren und mit dem zum Straßenverkehrsamt zu gehen, die Papiere dementsprechend in Ordnung zu bringen, dass es ein schwarzes Auto ist. Und mein Name wird jetzt auch eingetragen, hoffe ich jetzt jedenfalls hier. Ansonsten muss ich halt in Samui machen. Bisher läuft es tadellos. Hinter mir geht die Sonne auf, sehe ich gerade. Ich habe gerade eine Maut-Checkpoint passiert. Da war es auch, die rechten war für die Fahrzeuge mit Mikrochip, die automatisch die Abbuchung haben. Ich bin jetzt gut 100 Kilometer gefahren und habe 100 Baht bezahlt, das sind 2,70 Euro. Da kann man also nichts sagen. Der Highway hier ist in einem tadellosen Zustand, muss ich auch sagen. Was ein bisschen anders ist, das sind die Raststätten, die sind um das Dreifache etwa größer. Das sind richtige Straßen mit Geschäften. Und natürlich sanitären Anlagen, alles kostenlos, die sanitären Anlagen hier in Thailand. Und ja, jetzt geht es weiter auf der normalen auf der staatlichen Straße, die genauso aussieht wie die Mautstraße. Hier wird, wie ich schon mal gesagt habe, mit meinem Film, wo ich nach Rayong gefahren bin, kann ich ja hier oben mal verlinken. Hier wird nicht groß rumgehupt oder sowas, also es wird auch nicht gedrängelt. Das ist ja das Schöne an der Sache. Hier kommt keiner mit 200 angekracht. Wir haben hier Höchstgeschwindigkeit von 120 und da kommt über den Straßen sind die Geschwindigkeitsanzeigen. Man bekommt auch seine Geschwindigkeit angezeigt, damit man also weiß, dass man auch in der richtigen Spur drin ist. Und man kriegt einen Hinweis, wenn irgendwo die Radarfalle kommt. Das ist aber hier keine Falle, denn das ist also für die ganz Dummen, weil vorher wird die Geschwindigkeit angezeigt. Hier ist auch wieder
120 und ein Fotoapparat, wenn man da drüber ist, ich weiß nicht in welchem Bereich, dann wird man fotografiert und da muss man eben halt bezahlen. Aber da müssen schon ganz Dumme sein, die das dann nicht mehr sehen. Wenn ich mein Navi nicht hätte, würde ich hier verrückt werden. Also es ist irre beeindruckend, wie viele Fahrzeuge jetzt schon um 7 Uhr unterwegs sind und überall kreuzt sich. Wahnsinn. So, wir haben noch, oder ich habe noch 52 Minuten zu fahren, noch 49 Kilometer. Die Straße füllt sich. Also ohne Navi da durchzufahren. Ich denke noch an die Zeit, wisst ihr noch damals mit der Karte auf dem Beifahrersitz, das wäre hier die Hölle. Übrigens, was mir aufgefallen ist, hier die LKWs, die haben auch teilweise Flüssiggastanks hinten drauf. Und ich habe mal gehört, nur diejenigen, die Flüssigtanks haben, die dürfen auch in die City reinfahren. So, rechts seht ihr Easy Pass. Da ist eben halt mit dem Mikrochip und ich muss hier bezahlen. $25. Und dann sind wir dann auch gleich in den Stau drin. Da seht ihr die Skylight, der Anfang von Bangkok da hinten. Mein Navi sagt also 10 Minuten Stau ist hier und ich bin noch voll in meiner Zeit. So, das Besondere ist hier bei Bangkok, dass man nicht in den Innenbereich fahren muss, sondern die Stadt ist durchzogen mit Schnellstraßen und daher kommt man sehr schnell und einfach an die verschiedenen Punkte ran. Das kennen die also von Europa oder Deutschland anders. Da geht man in die Stadt rein. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ganz rechts ist Easy, bezahlen Easy Pass und ich muss jetzt hier bezahlen. Und mittlerweile habe ich schon einen Haufen Kleingeld auf dem Beifahrersitz von dem ganzen Wechseln. So, ich habe jetzt noch 21 Kilometer bis zu meinem Autohändler. Aber hier links sieht man auch wieder so eine Schnellstraße, so eine Hochstraße ist beeindruckend. Das ist moderne Straßenführung, muss ich sagen. Hier seht ihr das. Da fahren wir jetzt durch so ein System. Nur so kann man so viele Menschen und Fahrzeuge vernünftig durchführen, ohne Staus, ohne Gequalme von Fahrzeugen, die nur stehen. Also beeindruckend ist Bangkok. Straße auch wieder frei. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder ein Stockwerk höher. Ich bin begeistert von der Straßenplanung hier in Bangkok. Ich weiß nicht, wie es da unten ist, in den kleinen Straßen. Ich guck mal. Ja, das ist ganz normal, was da unten zu sehen ist. Also keine großartigen Staus. Ja, bis hierhin habe ich mich
einmal ganz kurz verfahren, das ging aber ganz gut. Linker Seite seht ihr alles gebrauchte Fahrzeuge. Das ist die Meile hier in Bangkok mit dem höchsten Aufkommen von Gebrauchtfahrzeugen. Und hier in 800 Meter Entfernung, da kommt auch der Autoverkäufer von meinem Ford Everest. So, noch 400 Meter, dann müsste es auf der linken Seite sein. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, wie wir ihn abgeholt haben. Na, jetzt muss es gleich kommen. Den habe ich ja damals mit Pitti hier abgeholt. Und hier ist es. Endlich, wir sind da. Hier stand meiner auch. Ja, im August stand ich hier, da stand er auch da an der gleichen Stelle. Und Florenz hat sich sowas von gefreut. Ich kann das mal hier oben verlinken, wie wir ihn abgeholt haben. Da war ich ja noch mit der Pitti zusammen. Das ist jetzt hier in der Hauptstraße, wie wir ja hier hingekommen sind, habe ich euch da mal ein bisschen davon gezeigt. Tausende von gebrauchten Fahrzeugen werden hier verkauft. Das Angebot ist gigantisch. Man kann auch Exoten kaufen wie Porsche, habe ich jetzt gerade hier gesehen. Also exklusive Fahrzeuge wie Mercedes, Porsche, die ganze Reihe BMWs runter. Lexus, das ist die Autofirma, die ich bis jetzt wärmstens empfehlen kann. Momentan läuft alles prima, die haben die Papiere übernommen und die kümmern sich jetzt darum. Wahrscheinlich brauche ich noch nicht mal zum Transportdepartement. Ja, mit meinem kleinen Pferdchen bin ich super zufrieden. Bin jetzt mittlerweile schon seit August 8000 Kilometer damit gefahren. Hängt natürlich damit zusammen. Das sind ja knapp 1000 Kilometer von Samui bis nach hier. Und ich bin ja jetzt auch nach Rayong gefahren und das waren dann heute auch wieder 250 Kilometer nach hier und auch wieder zurück. Er läuft super. Jetzt heute Morgen, da hat er so ja 6,4 Liter nur gebraucht, weil nichts auf der Straße los war. Also ich kann dieses Fahrzeug nur wärmstens empfehlen. Leider wird es in Europa Probleme geben. Er wird also ja nur in Afrika, Südafrika verkauft, in Asien, Japan, Neuseeland und Australien. Jetzt muss ich mal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Die Verständigung ist so ein bisschen holprig, weil ich habe ja niemanden dabei, der Thai sprechen kann. Und das geht jetzt also hier nur über den Übersetzer vom Handy, von Google. Das klappt soweit. Und dann kann ich dann anschließend zur MUK fahren. Entweder treffen wir uns im Ibis Hotel und dann werden wir mal gucken, was wir heute Abend machen. So, tschüss. Also das ist viel leichter, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gerade meine Papiere hier abgegeben. Die haben eine Kopie von dem Ausweis gemacht. Ich habe die Kopie unterschrieben. Die nehmen jetzt die Papiere mit zum Straßenverkehrsamt. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Die bringen im Laufe des Tages das blaue Buch denn zum Hotel, wo ich bin. Ich bin also rundauf zufrieden und da oben seht ihr ja auch den Namen von dieser Firma, um Autos zu kaufen. Dankeschön. Thank you. Thank you. Okay, Kapun Kap. People who come in Thailand and want a car, come to 12 Auto. I can give 5 cars. I can have many cars to you. Yes, I saw you have Porsche, Mercedes, German car. All band. Yes, yes. Okay, bye bye. Bye. Thank you. Okay. Ja, meine lieben Zuschauer, wie ihr seht, die MUK hat es wirklich bis nach hier geschafft. Gerade ist auch das Auto gebracht worden und jetzt freuen wir uns auf Avatar. Ne? Avatar war vor 18 Jahren und jetzt ist ja der zweite Film raus und exklusiv hier in Bangkok. Wer hat das schon? Leider nur in Englisch und in Thai. Da können wir uns aber schon zurechtdenken, was da das passiert. Jedenfalls die filmerischen Eindrücke in 3D waren damals gigantisch. Ja, liebe Zuschauer, Avatar 2D haben wir gestern gesehen. Ja, jetzt werden bestimmt einige sagen, das ist doch ein 3D. Ja, das hing alles ein bisschen gestern damit zusammen, dass unser Wagen sehr spät erst gebracht worden ist. Und ich hatte hier ein Cinema ausgesucht, CF Cinema Center.
Da stand auch groß drunter 3D Lasertechnik. Aber wie gesagt, das Auto ist zu spät gebracht worden und der Taxifahrer sagte, hier ist in der Nähe ein näheres Kino. Das andere war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde entfernt. Können wir da gucken. Ja, wir da reingestürmt auf der letzte Minute. Der Film hatte noch nicht angefangen, aber die Werbung war drin. Ich sagte zu Muck, wieso haben die alle keine Brille auf? Sie meinte, es ist eine neue Technik. Ich sagte, da gibt es keine neue Technik. Man muss eine Brille dafür haben. Ja, und der Film fing an in 2D. Zwischenzeitlich in den 3 Stunden sind wir schon mal rausgegangen zur Toilette. Es war arschkalt im Kino und dann sah man dann auch, dass es eine 2D-Ausführung gibt. Also guck ganz genau nach, ist es 2 oder 3D. Ich fand es die 3 Stunden in 2D zuletzt langgezogen. Das Besondere bei Avatar ist ja, dass man in diese Welt der dreidimensionalen eindringen konnte. In den ersten Film, den habe ich bestimmt 5 oder 6 Mal gesehen. Aber da war gestern in 2D, braucht ihr euch den gar nicht anzugucken. Der zieht sich nur lange hin. Und ja, und jetzt warten wir hier. Gleich kommt ein Taxi, dann geht es zur Deutschen Botschaft, den Pass beantragen. Das wird aber ein neuer Film sein. Da will ich euch dann erzählen, wie das gemacht wird, einen Pass zu beantragen. Bei mir sind dann auch noch offene Fragen. Die werde ich dann da ansprechen, wenn wir an der Botschaft sind. Okay, tschüss, auf von der Mo.